Hallo ihr Lieben, heute bin ich zurück mit einem Haul und zwar habe ich mir ein paar Sachen bei Shein bestellt und das war das erste Mal, dass ich dort bestellt habe, aber das ist ja irgendwie gerade so ein Hype oder ist auf jeden Fall bestellen da halt momentan sehr viele und da dachte ich, teste es auch einfach mal aus. Ich muss dazu sagen, ich fand die Seite etwas unübersichtlich, gerade bei den Klamotten. Ich mag es lieber so, wenn so meistens so die gleichen Models oder ein Model halt öfters zu sehen ist und das halt so irgendeine Struktur hat. Aber dort fand ich so, dass das ein bisschen alles so unordentlich wirkte. Aber die haben halt auch eine sehr große Auswahl. Deshalb ist auch meine Bestellung so ein bisschen bunt gemischt, weil ich mich einfach so ein bisschen durchgeklickt habe. Im ersten Artikel handelt es sich um diese Box hier. Das ist halt so eine Aufbewahrungsbox aus Plastik. Die war halt recht günstig und ich fand diese auf den Bildern eigentlich ganz cool aus und die Bewertungen waren auch eigentlich ganz gut. Aber ich muss sagen, also man merkt, dass sie halt schon ein bisschen günstiger ist. Sie ist halt praktisch, weil hier hat man halt so welche Fächer, die halt nicht so tief sind und hier kann man Sachen halt verstauen, die halt etwas größer sind. Und hier unten ist sogar noch eine Schublade, wo ein paar Sachen reinpassen. Aber als ich die Box halt bekommen habe, konnte ich halt noch nicht mal die Schublade auf und zu machen, weil hier irgendwo sowas zu war, wo es eigentlich hätte auf sein müssen. Und ich musste das halt selber dann sozusagen einschneiden, damit halt dieses System hier funktioniert. Aber ich finde die eigentlich, also für den Preis kann man nicht wirklich meckern. Sieht auch eigentlich ganz gut aus. Und ja, also ich bin mal gespannt, was ich da so alles reinpacken werde. Muss noch ein bisschen nachschauen. Der nächste Artikel ist dieser Taillengürtel und ich muss euch sagen, ich finde den so schön. Also der sieht richtig hochwertig aus. Man würde nie denken, dass der für 2,34 € war. Die Schnalle ist sehr gut verarbeitet, da macht man den halt auch auf und zu. Und hier vorne ist halt ein Lederimitat und das Band an sich ist halt auch Stretch. Deswegen passt sich das der Taille auch an. Der wirkt hochwertig und ich kann es kaum erwarten, den auch mal anzuziehen. Als nächstes, wie ihr vielleicht wisst, mag ich ja Chihiros Reise ins Zauberland. Und also die Klamotten, wie gesagt, die waren so ein bisschen alles so chaotisch. Aber dann war ich irgendwann bei den T-Shirts angelangt und als ich das gesehen habe, dachte ich doch, okay, das kaufst du dir. Und zwar handelt es sich um dieses T-Shirt. Da ist halt das Ohmgesicht drauf, in dreifacher Form. Aber halt der Spruch noch dazu. Falls ihr den Film kennt, dann wisst ihr, wie gut der Spruch dazu auch noch passt. Aber ich finde, es sieht halt mega cool aus und wenn man dann irgendwann mal auch wieder in Restaurants gehen kann und ich euch dann mitnehmen kann und eine Mukbang vielleicht filme, werde ich dieses T-Shirt als allererstes tragen, Leute. Also wartet schon darauf. Dann, das kam sogar ganz zufällig, weil ich eigentlich gar nicht unbedingt nach Rucksäcken gesucht habe, aber ich dachte, ja, ich schau mal, was die so haben. Und dann habe ich den gesehen und als ich den gesehen habe, dachte ich mir nur, oh mein Gott, wie süß! Ich musste erstmal ein bisschen hapern, weil ich nicht wusste, ist man jetzt schon zu alt, um sowas zu tragen oder ist sowas noch okay? Aber ich habe mich einfach dafür entschieden, es mir zu bestellen. Das ist dieser süße Rucksack. Da ist ein kleiner Teddy und ich fand den einfach cool. Erstens, da passt viel rein. Ich liebe Rucksäcke. Ich habe einen Harry Potter Rucksack, mit dem ich die ganze Zeit herumlaufe. Und dachte ich, dann kann ich mir auch einen Teddy Rucksack gönnen. Und der ist einfach so cute. Und hier seht ihr auch mal, habe ich auch schon mal ein Foto bei Instagram gepostet. Folgt mir, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, aber der ist halt echt praktisch, der hat mehrere Fächer. Und genau, man kann es halt hier auch ganz normal einstellen. Hier oben kann man den aufhängen. Und da passt halt, wie gesagt, auch viel rein. Und der ist so süß. Findet ihr nicht? Zu guter Letzt. Eigentlich der Artikel, der sogar am günstigsten war, aber die größte Veränderung gemacht hat. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, ist hier etwas Neues. Weil in meinem Crazy Factory Haul habe ich euch ja gesagt, dass ich auf der Seite ein neues Piercing habe. Das musste ich jetzt leider rausnehmen, weil sich das die ganze Zeit nur entzündet hat. Und ja, ich dachte mir dann, no, das ist nicht gut für mein Ohr. Aber irgendwie hat mir das dann einfach gefehlt. Und dann wurde mir voll random einfach mal dieser Artikel vorgeschlagen. Und zwar ist das eine Einweg-Schmuckpistole.
Ey, für 75 Cent, Leute. Ich dachte, komm, ich habe mir die Kommentare durchgelesen und da haben auch manche Bilder von sich hochgeladen und die meinten, es funktioniert wirklich. Ich dachte, es schadet ja nicht, mir das einfach mal zu bestellen. Und ich hatte halt das Glück, dass eine meiner Kolleginnen das auch damals gelernt hat. Und ich muss sagen, ich hätte es mich, glaube ich, nicht selber getraut, weil mir das dann doch ein bisschen zu risky war. Aber hier, wartet, hier war halt der Ohrring drin und dieses Teil stand halt etwas weiter weg. Und ja, man musste das eigentlich nur so anlegen, befestigen und dann da drauf drücken. Und dann ist nämlich die Halterung losgegangen und man hat ein Ohrring. Ich zeige euch mal kurz den Clip davon. Das war's? Ich muss sagen, es tat wirklich nicht weh. Ich habe mich zwar ein bisschen erschrocken, aber es ging so schnell und es ging so gut. Also derzeit habe ich noch keine Probleme. Ich muss nur dazu sagen, am nächsten Morgen versucht nicht direkt den Ohrring zu wechseln, denn das ist keine gute Idee. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, wie es noch verheilen wird. Ich werde euch auf jeden Fall auch mal auf dem Laufenden halten, weil für 75 Cent, come on, das hier hat 35 € gekostet. Ich finde es halt mega cool. Und ich bin so happy darüber. Leute, 75 Cent. Just saying. Das dann erstmal von meinem Haul. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr am coolsten von den Sachen so fandet und ob ihr euch auch sowas trauen würdet. Ey, also ne, no risk, no fun. Aber ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich sehe euch dann in meinem nächsten Video. Tschüss!